Experteninterviews. Ein Teil der Gemeinde-Kontextanalyse sind die Experteninterviews. In diesem Video wollen wir euch erklären, was es damit auf sich hat und was ihr dafür tun müsst. Was sind Experteninterviews? Das sind Interviews mit Menschen, die sich gut in eurem Umfeld auskennen. Dabei teilen sie ihre Erfahrungen und Sichtweisen. Das breite Spektrum an Informationen, Meinungen und Einschätzungen kann euch helfen, die vorhandenen Ressourcen und das Potenzial herauszufinden. So zeichnen Experteninterviews ein konkretes Bild davon, wie die Menschen in eurem Kontext ihre Lebenssituation wahrnehmen und wo ihre Bedürfnisse liegen. Insgesamt sind Experteninterviews eines der Werkzeuge, das euch hilft herauszufinden, wo ihr als Gemeinde ansetzen könnt. Wie können Experteninterviews gestaltet werden? Das Wichtigste für ein gelingendes Experteninterview ist eine gute Planung. Sie bestimmt den gesamten Verlauf des Interviews. Zunächst ist es wichtig, dass ihr euch bewusst werdet, wozu euer Interview konkret dient. Was genau wollt ihr herausfinden? Eure Leitfrage bestimmt die Auswahl der Experten, den Ort des Interviews und die Anzahl der Interviewer. Wer kommt als Experte in Frage? Die Experten müssen so ausgesucht werden, dass sie euch dabei eine Hilfe sind, eure Leitfrage zu beantworten. Es ist wichtig, dass ihr vom Wissen des Experten profitieren könnt. Um ein breites Spektrum von euch hilfreichen Informationen zu gelangen, sucht ihr am besten mehrere Interviewpartner, die Experten in verschiedenen Bereichen sind. Jetzt ist es wichtig, konkrete Experten auszusuchen. Meist ist es nicht schwer, Interviewpartner zu finden, sobald diese hören, dass ihr euch für euren Stadtteil einsetzen möchtet. Wenn ihr etwas über die Menschen in eurem Kontext herausfinden wollt, ist es sinnvoll, eine Person zu wählen, die auch in Kontakt mit den Menschen aus ihrem Kontext steht. Nehmen wir zum Beispiel eine Bäckerei. Mit dieser Leitfrage würde es sich nicht anbieten, den Bäcker in der Backstube zu interviewen, weil er nicht viel mit Kunden in Kontakt kommt. Dagegen würde es sich anbieten, die Verkäuferin der Bäckerei zu interviewen, weil sie Kundenkontakt hat und vermutlich viel über die Lebenswelt der Menschen weiß. Eine Hilfe, den passenden Experten zu finden, kann eine Tabelle sein. In dieser teilt ihr die Experten nach ihren Handlungsfeldern auf und verschafft euch so einen Überblick. Wenn ihr die passenden Experten ausgewählt habt, tretet mit ihnen in Kontakt. Besucht sie an ihrem Wirkungsort, ruft sie an oder schreibt eine Mail. Vereinbart gemeinsam einen Termin. Wo soll dieser Termin stattfinden? Der Ort, wo ihr das Interview durchführt, muss wohl überlegt sein, weil der Raum einen starken Einfluss auf die Atmosphäre hat. Interviewt ihr die Bäckereiangestellte, beispielsweise in der Bäckerei, kann das für sie einen negativen Beigeschmack haben, weil sie ihre Kunden um sich herum hat. Vielleicht wäre ein Café offener. Kommen wir zum Team. Die Anzahl der Interviewer hängt davon ab, wie ihr das Interview dokumentieren möchtet. Wollt ihr das Interview mitschreiben, ist es sinnvoll, entweder auf das Interview selbst oder das Mitschreiben konzentriert. Entscheidet ihr euch für die Dokumentation in Form einer Sprachaufnahme, braucht ihr nur einen Interviewer. Fragt allerdings vor dem Interview nach, ob es für euren Experten in Ordnung ist, dass ihr das Interview aufzeichnet. Seid bei der Wahl eurer Dokumentationsart sehr sensibel. Wie führe ich das Interview? Ein weiterer wichtiger Schritt in der Planung ist die Überlegung, wie ihr das Interview durchführen wollt. Damit ihr nicht den Faden verliert, empfehlen wir zur Orientierung, dass ihr zuvor einen Gesprächsleitfaden erstellt. Die Kunst ist es, dennoch flexibel genug zu sein, um auf den Experten einzugehen. Sprecht euch dazu im Team ab, ob ihr bereit seid, wenn nötig, vom Gesprächsleitfaden abzuweichen. Hierzu überlegt ihr euch mehrere Fragen, die gestellt werden können und in welcher Reihenfolge sie am sinnvollsten werden. Fragt nach dem Handlungsfeld des Interviewpartners, der Lebenssituation oder den Bedürfnissen und Problemen der Menschen vor Ort. Gibt es schon bestehende Angebote für die Menschen, wo angeknüpft werden kann? Fragt auch nach Möglichkeiten von Netzwerkpartnern und was sie für Angebote und Projekte seitens der Gemeinde wünschen würden. Habt ihr die Planung vollendet, geht es in die Durchführung. Ihr haltet das Interview mit eurem Experten. Wenn ihr am Ort des Interviews angekommen seid, legt euren Dokumentationswerkzeug bereit, stattet das Aufnahmegerät oder habt Zettel und Stift griffbereit. Der Gesprächsleitfaden sollte ebenfalls vor euch liegen. Schafft eine angenehme Atmosphäre mit einem lockeren Einstieg ins Gespräch. Beginnt zum Beispiel mit lockerem Smalltalk. Ihr geht nach und nach auf die von euch überlegten Fragen ein. Dabei ist es wichtig, dass ihr diese offen stellt. Das heißt, dass ihr den Experten Freiheit in der Beantwortung lasst. Zum Beispiel wäre die Frage, findest du deinen Stadtteil schön, ungeeignet, weil sie mit einem schlichten Ja oder Nein beantwortet werden kann.
Fragt ihr hingegen, wie findest du deinen Stadtteil, gebt ihr dem Experten viel Freiraum in der Beantwortung, wodurch ihr häufig differenzierte Antworten bekommt. Es ist auch hilfreich, Alternativfragen bereit zu haben. Das sind Fragen, die zwar dasselbe meinen, aber nochmal anders formuliert sind. Würde eine der Fragen nicht ausreichend beantwortet, könnt ihr nun die Alternativfrage nutzen. Nochmal zur Erinnerung. Versucht flexibel zu bleiben und auf den Verlauf des individuellen Gesprächs einzugehen. Wenn das Interview dem Ende zugeht, bedankt euch für die aufgebrachte Zeit des Experten. Die Arbeit ist noch nicht getan, denn jetzt kommt es zur Ergebnisfindung der Leitfrage. Wer wertet das Interview aus? Entscheidet euch, ob ihr nur die Interviewer zur Auswertung einladet oder auch weitere interessierte Gemeindemitglieder. Wie werte ich das Interview aus? Es gibt 3 hauptsächliche To-Dos, die zur Auswertung gehören. Erstens, gliedert die einzelnen Interviews in Abschnitte und fasst diese zusammen. Zweitens, vergleicht nun die einzelnen Interviews miteinander und filtert Schwerpunkte, Unterschiede und Widersprüche heraus. Drittens, versucht euer vorläufiges Ergebnis nun in Verbindung mit der Leitfrage zu bringen. Am Ende hat eure Gemeinde jetzt eine grobe Idee für Handlungsmöglichkeiten in eurem Umfeld. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.